Ciao Leute, heute installieren wir in dem Model Y die schwarzen beleuchteten Einstiegsleisten, und zwar vorne und hinten. Original Tesla bietet nur die Einstiegsleisten für vorne an, und zwar mit einer relativ schweren Anleitung. Ihr müsst die Original Einstiegsleisten dabei entfernen, dann den Schweller sauber machen und dann die neuen draufkleben auf die gleiche Stelle. Henshaw hat das anders gelöst, wie ich finde, eigentlich sehr clever, und zwar vorne überklebt man sozusagen die neuen über die alten. Also die Dicke ist natürlich jetzt, das wird schon noch ein bisschen dicker, aber Leute, das sieht man überhaupt nicht. Außerdem müssen die Batterien da irgendwie rein, und ich finde, ist diese Lösung sehr praktikabel und sieht wirklich sehr schön aus. Hinten ist das ein bisschen trickiger, weil man muss die Position finden, wo man die Einstiegsleiste sozusagen überhaupt positioniert, weil dort ist diese Stelle unten an der Tür nicht besonders breit. Aber es gibt diese eine Stelle, wo es wirklich flach, gerade noch so flach anlegt, und dazu braucht man dann diese Positionierungsgummis, die man aufklebt, noch bevor man sozusagen mit dem eigentlichen Aufkleben beginnt, damit man die Position genau fixiert. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man, jetzt bin ich schlauer geworden, jetzt mache ich das mit einer Pinzette, das geht viel, viel schneller als mit den Finger- oder Fingernägeln. Mit der Pinzette könnt ihr also diese roten Schutzfolien entfernen, dann drückt es einfach mal drauf und schon ist die Leiste angebracht. Von der Reihenfolge, und das ist halt wirklich besonders wichtig, die Anleitung kommt dieses Mal auch auf Englisch, die ist sehr, sehr kurz, besteht aus 4 Schritten sozusagen. Verständlich, aber trotzdem, ich meine, Anleitung lesen und so sollte man schon, aber wozu hat man diese Videos wie das hier? Was ist besonders wichtig? Wie ich finde, als erstes muss man alles sauber machen. Und zwar dazu gehört nicht nur jetzt Schweller selbst, also die Fläche, wo die Leiste draufkommt, sondern auch die Tür, und zwar die Stelle, wo unten nachher der kleine Magnet draufgeklebt wird. Die genaue Position, wo die Magnete an der Tür hinkommen, die ermittelt man, nachdem man schon die Leiste angebracht hat. Natürlich darf man diese Schutzfolie auf gar keinen Fall vorher schon runter machen. Das steht auch wirklich drauf, auch auf Englisch. Remove the film after installation. Übrigens, die sind jetzt mittlerweile alle mit Rear Right, Rear Left und Front Left, Front Right gekennzeichnet. Also das kann man jetzt wirklich nicht mehr vertauschen. Den Schutzfilm also ganz zuletzt entfernen. So, und die Positionierungsringe, die kommen, nachdem ihr das draufgeklebt habt, und zwar mit der Klebefläche nach oben. Dann macht ihr die Tür einmal zu, einmal wieder auf, und dann habt ihr genau die Position ermittelt, wo euer Magnet dann hinkommt. Nachdem ihr den Magneten, der übrigens auch hier an der Leiste angebracht ist, also es gibt so eine Tüte mit Ersatzteilen, die braucht ihr nicht aufmachen. Die ist wirklich dafür da, falls euch irgendwas davon abhanden kommt. Klebt den Magneten drauf, überklebt den Magneten mit einer transparenten Folie, die auch beigepackt ist, so eine runden, versichert, dass sie komplett verschlossen ist, und dann bleibt sie wirklich Ewigkeiten kleben. Pro Seite inklusive Saubermachen würde ich 5-6 Minuten veranschlagen. Also das heißt, wenn ihr nicht unbedingt filmt, so wie ich heute, werdet ihr alle 4 Leisten innerhalb von einer halben Stunde angeklebt haben. Und es sieht wirklich top aus. Nicht vergessen, wenn ihr die Sachen bestellt, unbedingt benutzt meinen Code RealRusty, dann bekommt ihr nämlich Rabatt. Das ist nämlich gar nicht mal so wenig.
Sofern ihr die Leisten schnell haben wollt, kann ich euch empfehlen, diese ohne Batterien zu bestellen und die Batterien extra in eurem Land zu bestellen. Alles verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Der Grund dafür, mit den Batterien, ich meine, könnt ihr auch machen, mit den Batterien braucht das Paket deutlich länger. Ich wage mal zu vermuten, dass wenn ihr mit Batterien bestellt, dass die Sendung dann nicht mit dem Flugzeug transportiert wird, sondern mit dem Schiff. Deswegen dauert es deutlich länger. Ansonsten könnt ihr es machen, wie ihr wollt. Ich habe meine zuvor für den Model 3, habe ich auch schon mal installiert, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Die habe ich ohne Batterien bestellt, hat wunderbar funktioniert. Die Batterien, die ihr hierfür braucht, und zwar 2 Batterien pro Leiste. Übrigens, die Original-Tesla-Leisten, die kommen auch mit Batterien und die müsst ihr auch, nachdem die Batterien irgendwann mal in 2-3 Jahren leer sind, auch ersetzen. Und dadurch, dass sie halt heftiger angeklebt sind, ich weiß nicht, welche Lösung jetzt tatsächlich besser ist. Aber was passiert denn tatsächlich nach 2-3 Jahren? Diese Frage habe ich nämlich schon unter dem ersten Video, wo ich mein Model 3 damit bestückt habe, gestellt bekommen. Es ist eigentlich ganz einfach. Diese Klebeflächen, die sind relativ stark, das stimmt, aber man kann mit einer Heißluftpistole oder mit einem Föhn diese etwas warm machen. Dann kann man wirklich die Leiste einmal entfernen und während das Ganze noch relativ heiß ist, wechselt man die Batterien und klebt wieder drauf. 1-2 Mal werdet ihr sicher die Leisten so neu bestücken können mit neuen Batterien, falls ihr dann merkt, dass sie halt nicht mehr tun. Und was bedeutet das? 2 bis 3 Jahre, also 6, 9, ich weiß nicht, also relativ lange werdet ihr damit auskommen. Und es sieht wirklich toll aus, insbesondere in der Nacht, wenn auch in diesem Falle von Henshow, dadurch, dass halt hinten auch die Leisten angebracht sind, auch ein Augenschmaus, da beleuchtetes Model Y dann steht, was in der Nacht sehr schön leuchtet. Ja, linke Seite, rechte Seite sehr identisch, alles spiegelverkehrt. Die sind alle gekennzeichnet mittlerweile. Alles wirklich easy. Schnell an einem Wochenende draußen oder in der Garage ist es installiert. Ich kann die Teile wirklich empfehlen. Bei Model 3 habe ich die in Silber gemacht. Das Video könnt ihr euch gerne auch noch anschauen. Diese hier, dadurch, dass ich jetzt einen schwarzen Model Y habe mit schwarzen Felgen, habe ich mir auch die in schwarz bestellt. Und ich bin auch hier mit der Qualität und mit dem, wie sie aussehen, mit dem Look, sehr zufrieden. Schaut es euch selbst an. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte ein Like, vergesst nicht zu abonnieren und falls ihr die Leisten selber bestellen wollt, vergesst nicht meinen Code und die Links findet ihr auch alle unterhalb des Videos. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Vorbeischauen, bleibt gesund, fahrt vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.